So, liebe YouTuber, es gibt ein kleines Sound-Update von meinem CityChat. Es ist mir jetzt endlich gelungen, aus einer Videosequenz von einem YouTube-Video das Anfahrgeräusch selbst herzustellen. Und zwar diese Anfahrfrequenz, die man hört, diese typisch beim Wegfahren und auch so lange, bis dieses Motorgeräusch kommt, was dann nachher bis zur Höchstgeschwindigkeit eigentlich nur noch die Tonhöhe ändert. Jetzt habe ich dieses Mal den Sound hier eigentlich fast schon komplett selbst gemacht. Ich habe jetzt auch ein paar neue Ansagen hier. Mir ist jetzt auch noch ein Durchbruch gelungen mit den Lokhörnern vom Taurus und von dem Notbrems-Doppelhorn, was man hört. Da habe ich es geschafft, jetzt da viel bessere Loops zu erstellen, beziehungsweise überhaupt Loops zu erstellen. Also jetzt kann man die endlos abspielen, bis man die Taste wieder betätigt, damit man die Lokhörner überhaupt abschaltet. Ich würde sagen, wir werden mal den CityChat aufrüsten. Jawohl. So. Jawohl, er ist mal online. Also ja, Standgeräusch und alles kennt ihr schon, ich weiß, ich habe es euch schon mal gezeigt. Im Wesentlichen habe ich hier das Fahrgeräusch, was man dann natürlich beim Fahrteil hören wird, jetzt selbst gemacht. In Kombination mit ein paar Sounds, die ich von Taurus-Fan bekommen habe, ist das eigentlich jetzt wahnsinnig geil. Also ich habe das auch so gemacht diesmal, das zeige ich euch natürlich auch später am Logprogramm im Soundwerkstatt-Teil. Es ist jetzt da auch so, dass ich das Anfahrgeräusch habe ich wieder mal gesplittet. Ich glaube, das sind 11 Dateien gesamt, also nach oben und nach unten jeweils sind es 11 Dateien, also 11 gesplittete Loop-Dateien. Wobei Loop ist eigentlich Blödsinn, denn Loop ist eigentlich nur dann, wenn die Anfahrfrequenz weg ist. Aber das Anfahren und Anfahren und Anhalten, das ist auf jeden Fall gesplittet, so wie ich es euch schon mal gezeigt habe beim 1216er. Habe ich einen Teil geschnitten nach oben, also zum Aufschalten. Gleichzeitig dann, sobald es als WAV umgewandelt war, habe ich es umgedreht, also rückwärts und nochmal als WAV umgewandelt, aber eben als Bremsgeräusch. Und somit kann man das perfekt ineinandergreifend erstellen. Das habe ich auch jetzt beim CityChat so gemacht. Und ihr werdet das dann beim Fahrteil hören. Ich werde euch jetzt einfach nochmal alles zeigen mit meinen Funktionstasten. Ich muss nur nochmal da schauen. Da hinten, das ist ja der getriebene Wagen hier, der ohne Stromabnehmer vom Modell. Manchmal, wenn ich hier drauf klopfe, ein wenig, dürfte sich da irgendetwas festigen und dann gibt es beim Sound, bei höheren Tönen, also bei schrilleren Tönen, keinen Klappern und kein Vibrieren mehr, was man dann hört. Das könnte man sonst irrtümlich als rauschenden Lautsprecher oder kaputten Lautsprecher fehlinterpretieren. Ja, also jetzt gehen wir mal die Funktionen wieder durch. Dann mal die Lokhörner, die ich vom Simulator habe, natürlich jetzt mit Loop. Also erstmal nur kurz, ich zeige das mal so, mit der Lokmaus. So, schalte scharf. Und so, jetzt dann mit Loop. Man hört natürlich ganz leicht, dass es einen Loop gibt, aber er ist nicht so schlimm. Und beide zusammen kurz und lang. Ja, es rauscht noch immer ein wenig da hinten. Das könnten auch die Dachaufbauten sein, die sind nämlich nur gesteckt. Und da ist es manchmal, wird irgendetwas dabei leicht locker und dann vibriert es. Das hört sich dann eben wie ein rauschender Lautsprecher an. Ist aber keiner. So, ja. Ich gehe die Funktionen durch. 5 ist eigentlich das Innenlicht. Das kann man nur dann schalten, wenn man ohne Sound fährt. 6 ist bei mir der Verschubmodus. 7
ist, also 7 und 9 ist etwas, was nur beim Fahren kommt. 8 ist bei mir das Fernlicht, was man jetzt hier schön sieht. Finde ich, hat Jägerndorfer echt geil gemacht. Ja, Ansage 10. Nochmal, das ist eine von meinen neuen Ansagen. Nach Wien-Hirschstetten. So, nochmal die nächste Ansage. Das ist eine, die ich schon etwas länger habe. Und nochmal die dritte Ansage. Das ist auch eine von meinen ganz neuen. Jawohl. Ja, die Türen. Die Türautomatik, der Zug steht ja, also wird nur der Türsound abgespielt. Dieses Mal habe ich es so gemacht, ich kann jetzt auswählen mit der CV48, ob ich jetzt den Türsound beim Öffnen haben will, wo die Leute mit aussteigen, also wo man das hört, oder ob ich nur das Türaufmachgeräusch haben will. Das zeige ich euch jetzt. Na, oder auch nicht. Jetzt aber. Türen sind mal offen. Jetzt natürlich abschalten. Jawohl. Also das ist das Einfache, wo man nur die Türen das Türöffnen-Geräusch schafft, natürlich ein Schließgeräusch hört. Ich finde das auch ein bisschen angenehmer, weil man eben deutlicher die Sounds von der Maschine, also von dem Zug hört. Und den Schaffnerpfiff hat dieser Zug ja eigentlich nicht mehr notwendig, weil ja der Zug die Rückschaukameras hat. Also in dem Fall sind sie hier nachgebildet. Hier dieser Knubbel, was ihr seht, ist immer bei jeder Zugspitze nach hinten gerichtet, damit der Lokführer am Display eben sehen kann, ob noch Leute ein- oder aussteigen wollen. Eigentlich erspart man sich ja den Schaffner somit, aber ja, er war auch schon von Haus aus drinnen, von ESU, und dachte mir, hey, lass ihn einfach, es schadet nicht. Und außerdem gefällt mir das schon auch ein wenig, wenn da ein Schaffner noch herumpfeift. So, die nächste Funktion 14. Der Zugzählmesser. 15, das ist die Notbremsung bei mir, das zeige ich euch dann später. Ja, noch eine Funktion habe ich mit drinnen, so wie beim Taurus auch schon. Und zwar ohne den zu lösen geht das nicht. Jetzt. 16 ist bei mir Federspeicher lösen. Das ist beim echten, was ich so weiß, auch so. Und daher dachte ich mir, hey, baue es auch mit ein und passt schon. So, 17. Die PZB-Simulation. SIFA. 19 ist, glaube ich, die Bremsausfallsimulation. Da kommt eine Zwangsbremsung danach. 20. Jawohl. Und 21, da habe ich jetzt etwas gemacht. Da habe ich das Rollgeräusch von den Eurofima-Waggons, was ich selbst gemacht habe, das habe ich damit eingespielt. Warum? Weil ja bei ESU fürs Fahren, Aufrüsten und die Nebengeräusche für das Fahren, das sind meistens auf einmal so bis zu 4 Soundslot auf einmal gelaufen. Ja? Und jetzt da erspare ich mir das. Jetzt da läuft gerade einmal das Fahrgeräusch, was natürlich nur beim Fahren kommt, und das Stand-, Aufrüst- und Abrüstgeräusch, was ihr jetzt gerade aktuell hört. Und das war's bis jetzt auch. Ja? Also ich brauche keinen Soundslot, der beim Fahren automatisch dazukommt für den Motor, also für die zweite Motorstufe oder so. Das habe ich jetzt alles in einen Soundslot hineingepackt. Das habe ich jetzt endlich geschafft. Somit ist natürlich wesentlich besser zum Fahren, für den Decoder, weil er natürlich ansonsten begrenzt ist mit der Zahl der Sounds, die er maximal abspielen kann auf einmal. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Ja, also ich würde mal sagen, genug geplappert. Jetzt kommt das Fahrgeräusch, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es gefällt euch. Das habe ich selbst gemacht.
Ein paar Sachen sind natürlich geschickt worden von Taurus-Fan, die habe ich schon vorher eingebaut, die kennt ihr glaube ich schon. Zum Beispiel das Bremse lösen, die Luft und so weiter, was man dann jetzt hört. Den Leistungshebel bei den ganzen Simulationen von PZB und so. Also diese Kleinigkeiten natürlich. Und unter anderem auch der Lüftersound, den ihr jetzt hört. So, ich würde sagen, los geht's. Mein eigenes Fahrgeräusch jetzt. Da schlängelt er sich durch. Das habe ich jetzt am Freitag in der Nacht selbst gemacht, dieses Geräusch. Also vorgestern. Ich finde, es kommt schon verdammt geil rüber. Also mir gefällt es auf jeden Fall wahnsinnig gut. Ähm, ich habe da zufällig ein Video entdeckt bei mir am Computer sogar, was ich länger hatte und habe mir dann gedacht, schau mal rein, habe es auf MP3 umgewandelt und habe es einfach, ohne viel nachzudenken, das Fahrgeräusch hier jetzt gemacht, was ihr hört im Hintergrund. Und es hat sofort funktioniert. Ich habe es nur noch einmal also die Lautstärken anpassen müssen, weil es nicht hundertprozentig korrekt war, aber es hat alles dann sofort funktioniert mit den Einstellungen und da habe ich mir gedacht, perfekt, das lasse ich jetzt so. So, bremsen. Jawohl. Das, was man hinten im Hintergrund hört, das, was man hinten hört, ich bin auch schon komplett neben der Spur, das, was man dann hört, jetzt habe ich den Faden verloren, das ist natürlich perfekt. Egal, es wird mir schon wieder einfallen. Was man dann hört, bevor bevor der Zug losfährt und bevor er stehen bleibt, durch diese ganz kurzen Frequenz, das kann ich euch sogar hier so zeigen. Das, was ihr da jetzt gehört habt. Das habe ich so eingebaut eben, dass wenn man wieder auf Null geht, das Geräusch wieder aufhört. Somit schaltet er nicht ganz in die Höhe und muss das Geräusch abspielen bis zum Stillstand. Das habe ich mir auch wieder so eingestellt. Das ist so wie bei meinem 1216er jetzt auch, so ähnlich zumindest. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal eine Fahrt. Und ich zeige euch auch jetzt gleich, was der Zug beim Sound macht, wenn man mitten beim Beschleunigen wieder runter geht oder umgekehrt. So. Und das kann die Lok, also das kann mein Modell nur deswegen, weil ich das Anfahren gesplittet habe und gleichzeitig die gesplitteten Dateien auf Audacity rückwärts abgespielt habe und eben gleich als Bremsgeräusch genutzt habe. Und die sind so verschalten im Log-Programmer, dass sie sich eben ineinander greifen, wenn man den Fahrtregler ändert. So. Stehen bleiben nochmal. Jawohl. Habe das auch so versucht einzustellen mit dem Bremsgeräusch, also mit dem Fahrgeräusch, dass es ganz kurz vor dem Stehenbleiben halt zu Ende ist, damit der Decoder den Motor wirklich ganz sanft bis zum Schluss ansteuern kann, damit er ganz schön ruhig stehen bleibt. So, jetzt werden wir einfach mal auf halbe Geschwindigkeit schalten, dann werdet ihr auch die zweite Motorstufe hören. Los geht's.
So. Und circa so hört es sich beim Original auch an. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Geschwindigkeit diese aktuelle hörbare Motorstufe kommt. Aber ich habe es jetzt mal so circa nach Gefühl eingestellt und habe auch von ESU die Einstellungen ein wenig weiterverwendet, weil ich sie nicht schlecht finde. Von ESU hat es nur einen einzigen Nachteil gegeben, deswegen habe ich mein eigenes Projekt jetzt gemacht, dass der Decoder relativ voll war mit dem Fahrgeräusch, weil so viele Samples drinnen waren. Und natürlich wollte ich sowieso probieren, meinen eigenen Sound zu machen davon. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Notbremsfunktion mit dem neuen, ausgebesserten Doppelhorn, wo man keinen Übergang mehr hört beim Loop. Los geht's. Und jetzt. Jawohl. Man hört Sand dazukommen. Fernlicht schaltet er mit dazu. Ja, auch wenn es beim Original nicht so ist, habe ich es trotzdem eingestellt, weil es mir einfach selbst gefällt. Und der Zug ist teilweise abgerüstet, so wie beim Taurus auch. Ob das Original das so macht, weiß ich nicht, aber selbst wenn nicht, ist es mir eigentlich ziemlich schnuppe, weil es gefällt mir einfach selbst sehr gut. Und das behalte ich mir jetzt so bei. Das ist einfach nur eine geile Spielerei, die mir sehr gut gefällt. So, wir deaktivieren die Notbremse wieder. So. So. Jetzt kommen wir ein paar Gleisgeräusche dazu. Taste 7. Kurvengeräusch. Taste 9. Schienenknarzen. Klingt sehr geil, finde ich. Das gefällt mir irrsinnig gut. Was haben wir noch Schönes? Genau. Ich schalte jetzt mal kurz das Rollgeräusch mit dazu. Es ist ein wenig dezenter gehalten, also man hört es, aber es ist halt nicht so laut. Das finde ich ist auch super so. Los geht's. Ich schalte es jetzt dazu. Das Rollgeräusch hat ESU integriert in das Hauptfahrgeräusch, nämlich dann, wenn die erste Frequenz weggegangen ist zum Motorengeräusch, also in die zweite Ebene, dann ist bei einem anderen Soundslot das gekommen, natürlich von ESU, nicht von mir. Aber in dem Fall kann ich jetzt das selbst abspielen und entscheiden, ob ich es hören will oder nicht. In dem Fall ist es hier die Taste 21, man sieht es eh schon. Wegschalten. Es ist weg. Nochmal dazu. Und beim Stehenbleiben hört es aber vor dem Stehenbleiben hört es aber auf, auch wenn es aktiviert ist. Man kann es nicht mehr hören, obwohl es aktiviert ist. Das habe ich mir einfach selbst so eingestellt, dass es ab einer gewissen Geschwindigkeit aufhört, das Geräusch und dieses sanfte Ausblenden kommt. Damit imitiert man einfach, dass der Zug stehen bleibt oder nicht mehr zu schnell fährt. Jetzt lassen wir es mal eingeschaltet und fahren mit dem aktivierten Rollgeräusch weg. Es schaltet sich erst ab einem Geschwindigkeitswert von 12 dazu oder so, also im Decoder dann. Ja? Los geht's. Hoppla. Und da ist es. So.
Machen wir einmal volle Kanne. Und halbe Kraft. Man hört auch, wie sich die Tonhöhe mit der Geschwindigkeit vom Rollgeräusch mitändert. Nicht nur das Fahrmotorengeräusch. Schalten wir es jetzt wieder weg. So, und jetzt dann machen wir das Ganze nochmal die volle Geschwindigkeit ohne dem Rollgeräusch. Ich finde das Fahrgeräusch so sehr angenehm. Es ist nicht, also es ist vom Sound nicht zu stark, aber auch nicht zu leise. Man hört alles ganz genau raus. Es ist klar, es ist kein Rauschen drinnen, es sei denn, es ist ein lockeres Teil am Zug. So, jetzt gehen wir zurück. Nicht, dass euch noch schwindelig wird zum Zuschauen. So, nochmal das Horn. Und stehen bleiben. Jawohl. Ja, das hört man schon gerne, wenn das funktioniert. Ja, ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Sound? Diesmal ist es mir halt endlich gelungen, das Anfahr- und Bremsgeräusch selbst herzustellen. War mir eigentlich schon lange ein Anliegen, habe aber kein Video gefunden, um das richtig zu machen. Es klingt dem von ESO sehr ähnlich, ja. Das von ESO war auch sehr gut, also es war qualitativ nicht schlecht. Aber ich wollte einfach ein bisschen Sekunden sparen, also Speicher sparen am Decoder. Und natürlich wollte ich es endlich mal probieren umzusetzen, dass ich das Geräusch selbst auch machen kann. Und ich habe ein Video gefunden, zufällig, wo ich das mit den Sounds arbeiten kann. Der Loop der nach dem Anfahrgeräusch kommt, ja, also warte, das zeige ich euch. Dieser Loop jetzt, den was ihr jetzt hört, diese Endlosschleife, die habe ich am Audacity, am Programm, stretchen müssen, also ein bisschen auseinanderdehnen müssen, damit ich einen besseren Loop machen konnte, weil der Zug am Video, also der CityJet am Video, der schaltet einfach in die Höhe. Dann hört man natürlich im Hintergrund den Motor aufheulen, und damit man das nicht in der Endlosschleife hört, habe ich das gestretcht, in die Hälfte geschnitten, kopiert, eingefügt, den hinteren Teil rückwärts abgespielt und mit dem ersten verbunden. Und so hat man jetzt einen schönen Loop, wo man keinen Übergang hört. Und der ist wirklich klar und laut genug. Nochmal Wechsel zum Fahrmotorengeräusch. Diesen Teil vom Fahrmotor, was ihr jetzt hört, ich glaube, den habe ich sogar von Taurus-Fan zugeschickt bekommen per Mail. Den habe ich auch gestretcht noch einmal. Ich habe ihn nämlich kürzer gehabt, den Loop, habe ihn aber dann gestretcht und auch einen Loop erstellt. Das hört sich jetzt sehr viel besser an. So, Türautomatik. Jawohl.
So, Türen schließen. So, jetzt ich zeige euch noch einmal meine Ansagen, meine 2 neuen, die ich drauf habe. S-Bahn nach Wien-Hirstetten. Und die nächste? Nach Wien-Hütteldorf. Und weil das hier der Zug nach Wolkersdorf ist, was man auch am Zielschild hier schon erkennen kann, S2 Wolkersdorf, habe ich natürlich auch die Ansage von Wolkersdorf deswegen draufgelassen noch. Jawohl. So, ich würde sagen, das war's mal jetzt mit dem Fahr- und Soundteil. Jetzt werden wir abrüsten. So. Jawohl, das war's. So, jetzt werden wir noch zum Logprogrammer schauen. So. Schwenken wir mal hier rüber. Ich werde mich bemühen, möglichst wenig zu wackeln, kann aber leider nichts versprechen. So, ja, das hier ist meine Einstellung von der Funktionszuordnung einmal. Ich lasse das Handy jetzt mal kurz in Ruhe in der Hand. Ich hoffe, dass es für euch deutlich genug zu lesen ist. Ich filme eh in Full HD, nur halt nicht mit 60 Bildern pro Sekunde. Aber ich lasse es jetzt mal so kurz hier stehen. So habe ich das hier eingestellt bei meiner Funktionszuordnung. Ist ein M4-Decoder. Das ist der schon von Haus aus drinnen war, weil ich habe mir ja den Zug bereits mit Sound gekauft. Da war der Sound von Soundmanufaktur mit drauf. Aber der hat mir letztendlich leider nicht so gut gefallen wie der von ESU. Dann habe ich den von ESU einfach drauf gespielt. Das habe ich, glaube ich, beim Vorstellen eh schon gemacht. Also für letztes oder vorletztes Jahr, wann das halt war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube 2017 habe ich den bekommen, den CityChat. Bilde ich mir ein. So, also dann, jetzt gehen wir mal zum Soundteil über, also zum Soundwerkstattteil. So schauen meine Soundslots aus. Ich halte wieder mal das Handy kurz ruhig für einige Sekunden. So sieht das aus bei mir. Das ist der allererste Soundslot, da kann man schon ablesen, ÖBB CityChat Fahrgeräusch eigen inklusive Motor 2. Den werden wir jetzt gleich öffnen und dann zeige ich euch das mal kurz. Ja. Los geht's. Also, machen wir das mal auf, das Ding. Das ist jetzt mein eigener Fahrsound. Er schaut sehr kompliziert aus. Ja, keine Frage. Es schaut wirklich kompliziert aus. Das, was ihr hier seht, ist die gleiche Art und Weise, wie ich das Anfahren- und Bremsgeräusch mache, wie beim 1216er Taurus, wo ich eben diese gesplitteten Anfahr- und Bremsgeräusche habe. Aber wenn ich eben den Regler verändere und der Ton wird gerade von hier abgespielt und ich schalte nochmal in die Höhe, geht er hier hinauf und schaltet wieder rauf, gebe ich den Regler zurück, also kleiner als die Geschwindigkeit, die ich aktuell habe, springt er zum Beispiel da zurück und geht wieder runter. Und das Spiel kann ich so lange machen, bis ich immer wieder bei den nächsten rauf und runter schalte bei den ganzen also mit den Fahrtregler. Kann ich euch dann natürlich auch hier noch simulieren. Ja? Kann ich da was kleiner machen? Nein, kleiner als das geht nichts mehr. Ja, und hier ist das hier ist der Loop, Loop 1. Das ist eben das erste Dauerfrequenzgeräusch, was nach dem Anfahren kommt. Das bleibt dann natürlich auch und ändert seine Tonhöhe nicht mehr, zumindest nicht für mich hörbar. Und sobald ich den Geschwindigkeitswert größer als 59 habe, das ist natürlich im Decoder drinnen, was der das rechnet, schaltet er mir automatisch auf den Motor 2 über. Und das habe ich eben so eingestellt, möglichst original, wie ich es halt konnte. Aber ich bin damit zufrieden. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie euch der Sound gefällt. Also noch weiß ich es nicht. Aber ich hoffe, er gefällt euch gut. Und hier eben ist jetzt mal das kurze Video dazu. Also da im Anschluss
wie ich das mit meinem Fahrgeräusch gemacht habe. Und das ist eigentlich, war's das wieder. Es schaut natürlich, der Teil hier mit dem Anfahren und Bremsen, der schaut ein bisschen hardcore aus, ja, das verstehe ich. Das schaut sehr kompliziert aus, das ist mir klar. Aber das ist das Einzige. Da, der Loop, der ist sehr einfach gestaltet. Ein 10-fach geteiltes Loop-Geräusch, damit eben mit den möglichst kurzen Samples ist es nämlich dann eben möglich, dass sich bei der Geschwindigkeit hier, wenn die Geschwindigkeit kleiner als 11 ist, schaut ihr nämlich hier wieder eben zurück in ins Bremsgeräusch. Also nicht das Bremsquietschen, aber er schaltet eben zurück nach unten die Fahrstufen bzw. die Frequenz. Und das ist so gemacht diesmal, also ich brauche nur diese eine Wurst hier, diese doppelte, kann man sagen, für das Anfahren und Bremsen. Und brauche danach nur noch direkt den Loop. Deshalb bin ich jetzt beim C-Digit nämlich drauf gekommen, dass ich das alles nur mit diesem einen Anfahr- und Bremsloop machen kann. Also mit dem Anfahr- und Bremsgeräusch hier, ja, mit dem gelben, was frei hier draußen herumliegt auf der Fläche. Jetzt gehen wir mal auf Simulator. Also nein, Moment, ich muss noch was ändern, sonst warten wir zu lange. Hier das Wait Start. Das kommt nämlich 39 Mal, also 39 Sekunden, bis ich in das Standgeräusch von meinem Fahrsoundslot komme, damit ich eben nicht die Geräusche zu früh habe, wenn ich beim Aufrüsten den Fahrtregler auf Fahrstufen stelle. So, Simulator ein, Funktionstaste da unten auf ein, eine Sekunde, passt. Wenn ich jetzt hier die Richtung umändere, kommt natürlich das Geräusch zum Umschalten. Das ist das, was auf meinem Projekt auch drauf ist. Wenn ich jetzt losfahren will, hier unten sieht man natürlich, die Maus ist beim Pfadregler. Jetzt dann nehmen wir den mal hier mit der Maus in die Hand und genau, wenn ich jetzt da hier Fahrstufen gebe und wieder auf 0 gehe, unterbricht mir sofort das Bremse-Lösen-Geräusch mit der Luft hier oben, da wo ich jetzt da das Wait Nummer 1 angeklickt habe. Das spiele ich jetzt hier nochmal einzeln ab. Das ist das Bremse-Lösen-Geräusch von der Luft. Das kommt, bevor ich losfahre. Jetzt lasse ich das mal durchrattern, das Fahrgeräusch. Dazu werde ich aber ein bisschen da nach hinten gehen, dass man hier alles sieht. Jawohl, so, sehr gut. Und wir werden jetzt mit dem Regler das mal bewegen. Ich zeige euch das mal. Los geht's. Jawohl. Und nach unten. Gehört? Das habt ihr auch auf dem Modell schon mitbekommen, dass es drauf ist. Ja, es geht eigentlich nur um das hier, was ich euch zeigen will. Deswegen wird das Video keine 40 Minuten dauern, auch wenn es nahe rankommt. Aber das ist das Einzige, was ich euch jetzt eigentlich zeigen will. Das ist jetzt eben mein eingestelltes Fahrgeräusch. Und ich habe eben hier drinnen alles, was man zum Fahren eigentlich für diesen Zug braucht. Das Wichtigste zumindest, was ich finde. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen eigentlich. Also ich lasse es so, wie es jetzt mal ist. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt, dass ihr damit auch zufrieden seid. Und hoffe natürlich, dass es euch anspricht und euch inspiriert. So, nochmal. Ich zeige noch was. Und auf 0. Und nach oben. So, diese Spielerei hier, das war jetzt da genau das, was ich euch am Modell vorhin gezeigt habe. Das ist, wenn man den Regler auf Fahrstufe stellt, will er hochschalten. Wenn er mitten im Hochschalten ist, habt ihr gerade gesehen beim Simulieren, wenn man und dann wieder zurückgeht, springt er runter und geht auf 0. Beziehungsweise geht so lange nach hinten, bis man wieder einschaltet. Dann geht er wieder da nach oben, bis er halt im Loop ist. Jetzt mache ich das mal einen kompletten Durchlauf. Klingt am Computer natürlich etwas anders. Jawohl.
besser. Und jetzt zurück auf 0. Autofokus hat Probleme, ich weiß. Jawohl, so, das war's wieder. Mehr wollte ich euch eigentlich hier in dem Soundwerkstatteil nicht zeigen. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Loghörner. Ich habe hier die jetzt so gemacht. Das sind jetzt die vom CityChat vom Simulator. Und die habe ich jetzt so gemacht, wenn ich drücke, also Funktion ein und gleich auf Aus, kommt das Init und gleich das Exit. Wenn ich das jetzt da länger gedrückt lasse, kommt der Loop dazu. Ich hoffe, das ist nicht zu schrill für eure Ohren. Wenn ja, entschuldigt, ich drehe jetzt mal leiser. Ich möchte euch auch nicht flashen. Also nochmal. Ich lasse jetzt mal wieder länger gedrückt. Und aus. Das gleiche gilt auch für das tiefe Horn. Ich werde das mal nehmen, weil ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer zum Anhören. Hier am Video. Vor allem, wenn ich über den Computer abspiele. So, Funktion ein. Nur ganz kurz. Man hört kaum einen Übergang, wenn überhaupt, bei dem zumindest. Jetzt mit Loop. Den leichten hört man. Aber sonst hört man wirklich gar nichts. Und am Modell, wenn man mit Sound fährt und wenn alle anderen Nebengeräusche laufen, hört man das überhaupt gar nicht mehr. Das habt ihr, glaube ich, jetzt eh schon mitbekommen. So, jetzt zeige ich nochmal die Notbremsung, auch wenn ich schon dabei bin. Da geht es aber nicht um die Funktion selbst, sondern um den Ton von dem Doppelhorn. Simulieren wir das mal. So, Funktion ein. Das ist eine neue. Notbremse. So. Es ging mir nur um den Ton jetzt vom Doppelhorn, dass ihr das auch hört. Ja. Da habe ich jetzt sehr viel gemacht am Wochenende von meinen ganzen Loghörnern. Also sowohl der Taurus hat jetzt ja schon sein eigenes Original-Loghorn vom Simulator. Im Einzelnen, das heißt nicht an das Doppelhorn, was ihr jetzt gehört habt. Das zeige ich euch noch schnell. Gehen wir noch kurz dahin. Wir haben nämlich hier auf all meinen Taurus ist jetzt nämlich das schon drauf. Jetzt zeige ich euch mal den kurz. Und das Tiefe. Man hört sogar kurz die Ventile, dass sie wieder ausgehen von der Luft für die Signalhörner. Jetzt beide auf einmal. Ja, das ist der Stromabnehmer, der schon wieder wackelt da am Dach. Das ist jetzt nicht der Lautsprecher, keine Sorge. Ja, so klingt das bis jetzt. Ja, da habe ich mich jetzt das Wochenende gespielt mit den ganzen Loghörnern. Hoppla, wo ist die Kamera? Wo schaut sie hin? Auf das kaputte Gleis. Ja, witziges Gleis. Funktioniert aber zum Programmieren trotzdem, also lasse ich es. Ich finde es auch irgendwie sehr witzig, also wie es ausschaut. Ja, ich würde sagen, das war's mal wieder. Jetzt kommen wir schon bald an die 40 Minuten, aber ich möchte es ja unter 40 Minuten halten. Daher würde ich sagen, ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, euch inspiriert und ich hoffe, dass der Sound euch gefällt von mir. Natürlich sind die Kommentare offen für euch. Ihr könnt alles reinschreiben, was ihr wollt. Und natürlich bitte keine Schimpfwörter oder so. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich weiß, es ist spät, aber früher bin ich nicht dazu gekommen, das Video zu machen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schöne Woche und bis zum nächsten Video sehen wir uns hoffentlich wieder. Und bis dahin, ciao.